Jo Leute, jetzt geht's los mit dem Passat 6B 3C von dem Jahr 2007 als Kombi-Version. Wir bauen folgende Sachen ein. Ein Multimedia-Doppeldiengerät von Kenwood, das haben wir auch schon ergiebig vorgestellt. Wir haben ein passendes Lenkrad-Fernbedienungsinterface. Wir werden ein Mikrofon für die Bluetooth-Freisprechanlage verbauen, eine GPS-Antenne, einmal USB mit verlegen. Das ist der originale Anschluss für das Multimedia-Gerät. Und dann haben wir noch eine Fernbedienung für den aktiven Subwoofer von Gladen, der 10RB Active. Die Zusammenfassung über alle notwendigen Informationen zu deinem Auto, ob das jetzt Videos sind, Bilder oder eben auch die Produkte, welche in dein Auto speziell passen, findest du unter Finde alles für dein Auto auf unserer Webseite ars24.com. Wir fangen gleich mal mit dem Ausbau des alten Autoradios an. Nehmen wir ein paar Auswurfhebel und einen Torx-Schraubenzieher mit und lösen mal das Autoradio. So, da nimm. Voila, einmal ein altes Autoradio raus, Quadlock-Anschluss weg und unsere zwei Antennenanschlüsse zweimal. So schaut das Originalradio aus. Da war vorher drin das, oh Gott, wie heißt denn das Ding? Das ist das RCD 300 MP3. Das kann eigentlich fast gar nichts und jetzt bauen wir was ein, was eigentlich fast alles kann. Ein Doppeldien Multimedia und da brauchen wir jetzt mal ein paar Peripheriegeräte. Wir bauen jetzt eins nach dem anderen, die Kabelverlegung für die GPS-Antenne. Einmal Bluetooth-Mikrofon, USB 1, USB 2 und das war's erstmal für die restlichen Sachen. Torx-Schraube. Kann man das so rausziehen? Ja, geht ja schon alles weg. Wunderbar. Die Schraube, die nehmen wir jetzt mal. Ja, die kann da gar nicht großartig rausfliegen. Die ist hier eigentlich hinten drin. Die lassen wir gleich direkt hier. Von hier aus können wir nämlich jetzt unser Bluetooth-Mikrofon verlegen, indem wir jetzt auf jeden Fall das Mikrofon da oben irgendwo hin machen. Können wir da unten rein und das Mikrofon hier fixieren. Und jetzt das Kabel mal bis hier rüber unterm Himmel verlegen. So, aber jetzt haben wir das ganze Kabel hier drin. Und gut, wunderbar. Wir haben ja hier unser schönes Bitumenband. Da ist eine Schraube, die wir nachher noch verwenden müssen. Da sind irgendwelche Pins, die vielleicht auch nicht gut sind, wenn wir sie verdecken. Aber jetzt können wir hier das Kabel runterziehen. Und jetzt sind wir schon da unten. Lassen wir es mal da. Den Deckel hier entfernen. Schauen wir mal, wie wir da weitermachen. Genau, auch schon weg. Und jetzt können wir unser Kabel gleich da hinten durchführen. Mal hier hängen lassen, weil wir wollen unterm Handschuhfach durch. Und das Handschuhfach, das bauen wir schnell aus. Dazu brauchen wir ein paar Torx. So, das Kabel hier, das hat schon mal irgendjemand reingelegt. Das ist ein AUX-In-Kabel. Das können wir da wegmachen. Aha, das ist auch irgendwie hier das, was man wieder wegmachen kann. Okay, dann haben wir noch mal irgendwas. Genau, so. Und dann haben wir unser gutes Handschuhfach. Mehr wollen wir auch gar nicht wegmachen. Das langt vollkommen aus, um die Kabel jetzt hinten durchzuziehen. So, dann können wir nämlich jetzt das Kabel schon mal bis ganz rüber hier reinlegen. Hier haben wir noch zwei USB-Kabel, die können jetzt auch noch rein. Und das nutzen wir gleich, wenn das Handschuhfach weg ist, weil die USB-Kabel legen wir ins Handschuhfach. Da sind jetzt zwei dabei, zwei unterschiedliche Farben, weil eins ist für das Apple CarPlay und eins der normale AUX-In, damit man es eben schön erkennt, der graue als Apple CarPlay-Modul. So, den können wir auch gleich da reinlegen ins Handschuhfach. So, immer ein bisschen Luft lassen hier und ins Handschuhfach, ins Radiofach. So, und jetzt kommen wir ins Handschuhfach und das schauen wir uns jetzt nochmal an von innen, wo wir da hinkommen. Easy peasy, das geht direkt da hinten rein und kommt nachher hier raus. So, das lassen wir mal hier
so liegen. Wir können das da hinten mit dem Kabelbinder festmachen. Das machen wir auch. So, das Kabel ist so leicht, da langt es wirklich, dass wir das ans Bitumen dran heften und dann fällt da nichts mehr durch die Gegend. Und jetzt tun wir das ganze Kabel noch hier hinten rein, nach oben. Weiter geht's mit der GPS-Antenne. Die liegt ja dabei und hat eine Klebestreifenfläche. Und ganz oben drauf hier vom Handschuhfach kommt man recht gut hin auf so einen Metallträger. Und zwar auf den Metallträger drauf, verkleben. Sehr gut. So, da kann nichts mehr weg. Wichtig ist in dem Fall nur, dass nach oben kein Metall mehr kommt, weil sonst hat die GPS-Antenne schlechten Empfang. Und wer sich jetzt fragt, GPS-Antenne, jo, wir bauen hier ein Navi mit ein, das natürlich die GPS-Antenne braucht. Passt hier wunderbar rein. Nur in den Radioschacht zurück. So, jetzt haben wir ja schon Bluetooth-Mikrofon, GPS-Antenne, USB 1, USB 2. Und jetzt, wer noch eine DAB-Antenne verbauen wollen würde, wäre jetzt alles genau so offen, um jetzt hier noch eine Glasklebeantenne mit dran zu machen und die Kabel genauso zu führen wie das Mikrofonkabel hier und bis zum Radioschacht zu bringen. Also das Gröbste ist jetzt eigentlich schon fast passiert, was das Radio betrifft. Und jetzt kommen wir zum entsprechenden Konnektor für die Stromversorgung. So, den machen wir raus. Da hat mal einer ein AUX-In für sein Originalradio nachgerüstet. Brauchen wir nicht. Wir gehen direkt hier auf unseren Anschluss drauf. Das Lenkrad-Interface, welches wir da nehmen für den Passat, das schreiben wir euch in den Videobeschreibungstext mit dazu, beziehungsweise blenden wir euch direkt hier ein. So, draufgesteckt. Und jetzt haben wir hier dieses passende Interface dazu. Klick. Der würde jetzt noch mit zusätzlich ausgeben Reverse-Signal und Speed-Puls für eine Rückfahrkamera zum Beispiel. Haben wir jetzt in dem Fall nicht angeschlossen. Und jetzt können wir mit dem ISO-Adapter auf unseren Kenwood-Anschlussadapter draufgehen und haben jetzt alles dran, was wir brauchen. Beziehungsweise, was wir jetzt noch machen müssen, ist, das Reverse-Signal brauchen wir jetzt nicht. Rein theoretisch können wir das auch abschneiden und isoliert da hinhängen. Und das ist jetzt unsere Parking Brake, unser Parking-Schalter. Das heißt, das Display würde nur dann funktionieren und voll bedienbar sein, wenn ich den auf Masse lege, auf die Handbremse, praktisch zum Anziehen. Und so legen wir das direkt auf die Masse auf diesem Kabel, auf das schwarze. Und verbinden das gleich direkt, dann kann ich das Gerät jederzeit voll bedienen. Weg und isolieren. Dann machen wir das hier weg. So, das verbinden wir jetzt direkt hier dran. Isolieren. Und an ein anderes Kabel dran machen. So, dann geht das nicht im Weg um. So, und den müssen wir jetzt noch verlöten. So. Man könnte das auch mit einem Stromdieb machen. Der trägt aber schon wieder auf. Ein Stromdieb wäre das hier zum Beispiel. Wo haben wir sie dann? Hier. Da könnten wir jetzt das Kabel einfach hier drauf adaptieren. Ich zeige das mal an dem gelben. Das heißt, ich könnte jetzt hier das gelbe Kabel einführen. Könnte jetzt ein weiteres Kabel hier mit reinmachen und durch das Verquetschen dieses Riegels bohrt sich sozusagen der Verbinder in beide Kabel rein und ich habe eine Verbindung. Wer also keinen Lötkolben zur Verfügung hat, kann das auch mit sowas hier machen. Gibt es bei uns im Webshop. So, dann können wir wieder alles zusammenstecken, weil wir jetzt den Kabelstrang entsprechend vorbereitet haben. Wir brauchen jetzt noch unser Remote-Kabel, weil wir ja in diesem Fall einen aktiven Subwoofer mit einbauen, der in dem Fall das Anschaltsignal vom Autoradio braucht.
So. Siehst du, oder? So kann man das miteinander verbinden. Jetzt habe ich hier nochmal mein Remote-Kabel, das ich auch über die Beifahrerseite dann nach hinten legen werde. Und wir haben auch die Cinch-Leitung, die wir auch noch brauchen, um das Soundsignal für den Subwoofer-Ausgang vom Autoradio bis zum Subwoofer zu legen. Das legen wir auch auf der Seite mit rum. So, das lassen wir alles hier raushängen. Und jetzt haben wir noch unseren Anschluss von der Lenkradfernbedienung, vom CAN-Bus Interface auf unser Autoradio. Das müssen wir verbinden mit dem blau-gelben Remote Control. Juhu! Und los geht's. Die nächste Verbindung ist geschaffen. So. Und jetzt haben wir rein theoretisch alles schon dran, um unser Autoradio jetzt fertig anzuschließen. Halt, wir haben noch was vergessen, unseren Antennenadapter. Wir haben nämlich hier Antennenanschlüsse, sind Doppel-FACRA, also 2 Antennenanschlüsse auf FACRA-Basis. Und wir haben entsprechend das Interface dazu, einen Phantomadapter, den wir hier einzeln belegen können. So, einmal und nochmal. Im Set liegt nämlich auch so eins dabei, ein doppeltes, falls die 2 kombiniert werden. Aber wir haben hier in dem Fall 2 einzelne und die tun wir direkt hier mit draufstecken. Und jetzt haben wir hier unseren neuen Anschluss, wie bei unserem Kenwood Radio gewünscht. Was wir jetzt aber noch zusätzlich haben, ist auch hier ein Remote-Signal, das wir hier noch mit abgreifen müssen. Dieses blaue Kabel ist ja unser Remote, wo zur Endstufe geht. Dieses blaue Kabel ist Lenkrad-Fernbedienungs-Interface-Kabel. Wir brauchen das hellblau-weiße Kabel, also unser Remote-Steuerungskabel. Und da gehen wir jetzt einfach mit dem zweimal drauf. Dann nehmen wir einen weiteren her, den zwicken wir nochmal ab, wo wir gerade eben drauf gemacht haben. Und fahren natürlich zweimal rein. Zwar jetzt einmal mit dem Phantomadapter, mit dem Antennenadapter und weiter bis zur Endstufe als Remote-Kabel. Dann haben wir alles in einem drin. Und können das wieder hier anstecken. Fertig. Wir bauen jetzt das Handschuhfach wieder zusammen, damit das alles wieder clean ausschaut. Und dann kümmern wir uns gleich darum, das Radio fertig einzubauen. Das schaut jetzt alles ein wenig wild aus, ja, für so Anfänger unter euch. Die könnten jetzt ein bisschen abgeschreckt sein, aber eigentlich, wenn man es mal ganz genau betrachtet, wir haben hier gar nicht so viel. Wir haben jetzt unsere Cinch-Leitung, wir haben unser Bluetooth-Mikrofon, wir haben unsere 2 USB-Kabel, dann haben wir unser GPS-Kabel und jetzt sind wir schon beim Kabelstrang, den wir hier reingemacht gehabt haben, der sich nur drauf gesteckt hat sozusagen. Und wir haben unsere Remote-Leitung und unseren Antennenadapter. Und jetzt packen wir das einfach nochmal ein bisschen schöner zusammen, damit das ein bisschen besser ausschaut. Und dann bauen wir das ganze Radio rein. Jetzt müssen wir schon ein wenig aufpassen, dass wir die Kabel lang genug überall lassen. Das muss ja jetzt alles ran. Wir haben auch hier im Radioschacht relativ viel Platz, um die Kabel zu verstauen. So, da können wir mit dem ersten hier hinten schon mal anfangen. Und zwar das ganze Baby. Das kann jetzt nach hinten rein. Das ist der alte Quadlock-Anschluss. So, schau, den sehen wir schon fast nicht mehr. Und jetzt haben wir hier unser Antennenanschluss. Den lassen wir mal noch so da. Und jetzt haben wir unsere 3 Anschlüsse, die können wir auch zum Teil noch besser zusammenpacken. Um das Autoradio optisch in das Fahrzeug zu integrieren, gibt es jetzt genau 2 Möglichkeiten. Es gibt diesen normalen Montage-Einbaurahmen, der kostet nicht so viel. Die Artikelnummer zeigen wir euch direkt an. Der würde jetzt ermöglichen, mit dem originalen Kenwood Radio-Montageschacht das Ganze hier so zu integrieren. Wir machen das mal hier rein. Dass das zum Schluss so ausschaut. Das heißt, ich habe jetzt hier halt einen Rahmen und ich habe nochmal einen Rahmen und dann das eigentliche Gerät. Die wirklich hübschere Variante ist die Verwendung einer Doppel-DIN-Einbaublende mit Tiefenverstellung. Und zwar besteht es wieder aus so einem Rahmen, aber jetzt haben wir auch eine passende Blende dazu obendrauf, die so zusammengehört.
Und wir brauchen auch jetzt nicht mehr den zweiten den Ziehrahmen von Kenwood. Und wir brauchen auch nicht mehr den Metallrahmen von Kenwood, sondern den neuen Metallrahmen, der bei der tiefenverstellbaren Radioblende dabei liegt. Und jetzt bauen wir das mal gerade hier so zusammen. Die neue Montageblende. Genau. Und tiefenverstellbar heißt jetzt in dem Fall tatsächlich, dass ich das Radio in der Tiefe aktuell noch verstellen kann, wie ich mir das wünsche. Und jetzt kommt unsere Zierblende drauf, die neue, die nämlich jetzt den zweiten Rahmen von Kenwood schon ersetzt. So, und jetzt merkt ihr schon, es passt an der Stelle jetzt leider nicht ganz, weil es gibt auch Autoradios, die einen wesentlich größeren Schaft haben, also diese Höhe hier dran, und da würde die Blende dann hervorragend passen. Aber die neueren Modelle, die jetzt so flach gebaut sind, die werden mich jetzt dazu leider nötigen, den Rahmen etwas anzupassen, indem ich hier ein bisschen was wegschleife. Wir werden natürlich dauerhaft jetzt versuchen, einen neuen Doppel-DIN tiefenverstellbaren Rahmen für die VW-Serie zu bekommen, der dann so angeboten ist und das dann auch gleich so mitmacht, dass es auch für solche Modelle funktioniert, wo dieser Rahmen nicht so hoch ist. Wir passen das Ding jetzt mal an, weil wir müssen mindestens mal 3 bis 4 mm wegnehmen. Und das mache ich jetzt mit der Powerfeile. So. Dann kommen wir zu den Einstellhebeln, die wir jetzt entsprechend montieren müssen, damit wir die richtige Tiefe auch einstellen können. So, das sind diese kupferfarbenen, das sind diese Blättchen, das sind die anschließenden Entriegelungshebel. Tun wir mal hier mal auf die Seite und jetzt haben wir noch 4 passende Schrauben dazu. Und die müssen am Multimedia-Gerät montiert werden. Nehmen wir mal bloß jeweils 1 her. Und die werden jetzt so eingestellt, dass die von der Tiefe her, halt so rum können sie, dass die von der Tiefe her entsprechend passen. Jetzt mache ich mal einfach mal einen Probeentwurf und mache mal das Ganze hier rein. Passt das jetzt? So. Also nicht anziehen wie ein Ochs, sondern einfach mal ordentlich und stramm, aber mit Gefühl, mit viel Gefühl. Und das gleiche machen wir hier drüben auch. Und da haben wir jetzt von hinten rein gezählt, sind 2 Löchlein frei. Das machen wir hier genauso. So. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Wir schließen jetzt noch gar nichts an dran, obwohl eigentlich können wir schon alles dran anschließen. Und zwar USB 1 und USB 2. Fangen wir halt mal irgendwo an. Das ist einmal der graue USB, dann der schwarze USB. Dann Video in und Video out brauchen wir nicht. Wir haben auch nicht mal eine Rückfahrkamera jetzt hier anzuschließen. Wir haben unseren alten UKW-Anschluss. Dann haben wir unsere GPS-Antenne, ne? Die wird hier angesteckt, Unterstrom, so rum, klick. Dann haben wir unser Mikrofon, Mikrofon steht da extra hier drauf, Mikrofon, so. Und jetzt haben wir hier 2 Cinch-Leitungen, die schließen wir jetzt an auf dem Subwoofer-Ausgang und das ist der untere, da gehen wir hier drauf. Und unseren Hauptanschluss für die Stromversorgung und für die Lautsprecher hier ran. So, das war's. Wir werden hier nichts weiter anschließen, was vielleicht durchaus möglich wäre, aber das wollen wir jetzt nicht. Und jetzt war ich total dämlich, weil jetzt habe ich noch nicht mal den Montagerahmen mit installiert, der zuerst reingehört natürlich. Also nochmal alles weg und von vorne. Jetzt mit Montagerahmen, der jetzt erstmal befestigt werden muss da drin. So, und den biegen wir an der Stelle schön rein hier zum Befestigen. Gut. Und jetzt das Ganze nochmal dran. Ein neues, dann mal rein damit. Die Sachen hinten drin halt gut verstauen. Aber wie gesagt, es ist in der Kombination echt genügend Luft. So, und jetzt schauen wir mal, wie weit wir reinkommen, wie weit wir rein müssen. Weil jetzt müssen wir eine Kombination finden, die die richtige Tiefe hat. Und ich glaube, wir sind jetzt noch zu tief, weil wir kommen jetzt ganz schön weit rein. Aber, obwohl,
könnte, jetzt machen wir mal fest. So, und jetzt machen wir unsere Blende drauf. So, und die ist jetzt, wie man sieht, noch nicht optimal. Der Radio muss also raus, weiter raus. Und zwar würde ich jetzt sagen, so mindestens mal 3 bis 4 mm. Jetzt machen wir die Blende noch mal weg. Die ist da irgendwo zu klicken, genau. So, Radio noch mal raus. So, und jetzt bauen wir die Dinger weiter raus. Also, so, eine Schraube noch mal ganz raus. Und jetzt können wir das Blech anlupfen und das Ganze nach hinten schieben, so dass ich jetzt hier diese 3-4 mm mehr vorne habe, um das Gerät weiter rauszudrücken, beziehungsweise erst gar nicht so weit reinrasten zu lassen. Nochmal ganz rein. So, und wenn wir jetzt unseren Rahmen drauf machen, dann ist das alles bündig hier. Und jetzt kommt nämlich unser Abschluss drauf, der jetzt nochmal alles verziert. So, voilà. So schaut das Gerät aus, wenn es eingebaut ist. Okay Leute, Autoradio ist jetzt eingebaut. Wir haben die Cinch-Kabel und das Remote-Kabel gleich hinterm Handschuhfach auf die Beifahrerseite zusätzlich verlegt. Wir hauen jetzt noch in das Reserverad den RS10RB von Gladen Audio mit integrierter Endstufe als Subwoofer-Schub, der jetzt auch noch verkabelt wird. Also wir ziehen jetzt noch die Stromkabel vom Motorraum bis hinter in den Kofferraum und schließen das Gerät komplett an. Und da stellt sich natürlich die Frage, hätte man jetzt nicht gleich vielleicht auch neue Lautsprecher reinmachen können, wenn man eh schon ein neues Radio drin hat und jetzt noch einen Aktivwoofer mit dazu? Ja, wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber bei dem Kunden, wo wir das jetzt machen, war das nicht vonnöten. Er hat gesagt, nö, du, der Rest, der langt mir eigentlich. Ich will jetzt nur einen Subwoofer ergänzen, weil einfach zu wenig Bass da ist. Aber wer jetzt noch das letzte Fünkchen rausholen wollen würde, der baut natürlich jetzt noch Frontlautsprecher ein, was bei dem Fahrzeug auch nicht das große Problem ist. Aber jetzt geht es mit dem Subwoofer weiter. Wir ziehen jetzt die Kabel von der Batterie in den Innenraum. Dann machen wir den auf, schauen uns das Ganze mal an. Wir nehmen hier ein 10 Quadrat Stromkabel. Das langt für unseren Aktiv-Subwoofer. Und hier haben wir unsere Batterie. Und die Kabeldurchführung ist da hinten drin irgendwo. Also das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, Batterie raus. Minuspol weg. So. Nummer 1 auf die Seite. Kann schon nichts mehr passieren, wenn der Minuspol weg ist. Pluspol weg und auch auf die Seite. So. Und wo ist die Batterie festgemacht? Jetzt können wir mal das ganze Ding hier, den Jogginganzug für die Batterie wegmachen. Die Batterie ist da an der Seite fixiert, da braucht man größere Ratsche. So, 13er Nuss drauf und machen wir das Baby auf. So, dann lupfen wir die Schraube mit raus. So, da ist sie. Voilà. Die brauchen wir nachher wieder. Und jetzt gehen wir in den Motorraum. Und da gehen wir da hinten rein. Hier, wir haben das in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Wir nehmen da so einen Zapfen, da stoßen wir durch einen durch. Die Spange hier lösen. Dann kann man den hier rausziehen. Die Spange gleich wieder mit rein. Die gehört so rum. Und die können wir auch wieder ganz reinstecken. Die verriegelt sich jetzt dann, sobald ich den wieder drauf stecke, komplett selber. Und dann haben wir hier noch eine Kappe mit einer Kunststoffschraube, die machen wir vorsichtig auf. Geht auch ganz leicht. So, und jetzt machen wir hier die Schwellerverkleidung gleich weg. So, wegnehmen. Jetzt schauen wir mal, wo wir noch Schrauben finden. Da ist nichts mehr, da unten drin ist eine Schraube. Das heißt, das Ding muss ich auslösen, dass er runter kann. Genau, weg damit. Ist auch bloß alles gesteckt. Dann können wir die hier wegmachen, dass wir an die ganzen Platten drankommen. Wo sind wir denn? Hier. Weil ich will jetzt bloß von innen an die Muffe drankommen, dass mir das Kabel
vernünftig durchziehen können. Und dazu muss halt die Platte hier weggemacht werden. So, und schon haben wir es in der Hand. Die können wir sogar vermutlich hängen lassen, weil wir kommen jetzt direkt hier an die Muffe dran. So, und jetzt kann ich von innen mit dem Draht an den anderen Kabeln vorbei einmal durchstechen. Ich bin schon durch, bin schon auf der anderen Seite. Gut. Dann ziehen wir den Draht mal ein bisschen durch. So, jetzt können wir gut bearbeiten. Und jetzt hängen wir unser Stromkabel von der Seite schon mal an und ziehen das dann auf die andere Seite durch. So, haben wir das Kabel schon durch. So, damit es noch hübsch ausschaut, machen wir ein Gewebeband drauf, ein Gewebeschlauch. So, das muss ich hier abzwicken. So. Dann kommt die Sicherung rein. Können wir uns hier. So, da kommt jetzt erstmal die Hülse drüber. So, dann haben wir einen Sicherungspflupfen, der allerdings auch bloß bei dem 10 Quadrat so drüber geht. So, und jetzt kommt die Aderendhülse. So, und das Ganze kommt jetzt hier reingeschraubt. So, kann das nachher von hinten dran. Sicherung festmachen. So, dann führen wir das Ganze auf der Seite ein und einmal ganz durch, dass wir es nämlich jetzt auf der anderen Seite hier auch schrauben können. So. Gut. Und jetzt können wir das Ganze wieder in die Mitte ziehen. So, voilà. So schaut das aus. Jetzt schließen wir unser Stromkabel direkt im Sicherungskasten an. Und zwar hier, wo unser dickstes Kabel gleich hierher geht. Das ist unser Verteiler, das ist der gleiche Punkt wie der hier. Und den schnappen wir uns. So, hier geht das weg. So, und da müssen wir jetzt drunter. So, und jetzt drauf mit dem Ding hier. Gut. So. Fertig. Bevor wir jetzt die Masse anschließen, wir haben jetzt alles schon angeschlossen, jetzt lassen wir das Fahrzeug noch stromlos. Wir machen jetzt nur die Plusversorgung hin, aber die Masse noch nicht, weil wir haben jetzt natürlich auch ein Stromkabel gerade reingelegt, das natürlich mit unserer Batterie sozusagen schon in Verbindung steht. Unsere Beleuchtung hier raus. So. Und jetzt geht's weiter nach hinten. Und dazu machen wir die Klemmen hier auf. Hier öffnen. Dann tun wir den Sitz wieder ganz nach vorne und können von hinten dann weitermachen. Rücksitzbank. 2 Torx raus. Und jetzt rauslupfen und hier auch ein bisschen Schmackes dran ziehen. Und schon kommt uns alles entgegen. So, und jetzt können wir das hier rauslupfen und können das hier auch lösen und kommen jetzt an das hier dran, um das ganz rauszumachen. So, und jetzt haben wir die ganze Seite offen und können das Kabel besser nach hinten ziehen.
Und bevor wir jetzt alle Verkleidungsteile wieder zumachen, nicht vergessen, den Remote-Regler von dem Aktivwoofer, den verlegen wir gleich noch mit. Der muss nämlich jetzt vom Reserverad auch gleich bis ganz vor, da wo wir hier dieses kleine Fach haben, da legen wir jetzt das Kabel auch gleich passend hin. So, das lassen wir hier liegen. Und dann kommen wir direkt hier runter und können das Kabel auch nach hinten legen. Jetzt können wir unsere Schale wieder einhängen und unseren Fernbediener hier einfach reinschmeißen und nach oben wieder verriegeln. Und jetzt haben wir unseren Fernbediener, den wir immer mal wieder rausnehmen können, den wir wahrscheinlich nicht mal brauchen, großartig, weil wir natürlich über unseren Kenwood Autoradio eine separate Subwoofer-Steuerung haben, wo wir alles einstellen können. Wir haben uns ja entschieden, das Cinch-Kabel und die Remote-Leitung auf der Beifahrerseite zu legen. Das Kabel lässt sich genauso verlegen wie auf der Fahrerseite. Das mache ich jetzt und zeige es euch dann nur noch, wenn es fertig ist. Unsere Masse nehmen wir direkt an der Gurtverankerung weg. Hier ist es ein kleiner Vielzahn. Ja, so ein kleiner ist es gar nicht. Aber der muss gelöst werden. So. Und für Masse bitte immer darauf achten, das muss einfach eine gescheite Verbindung sein zur Karosserie. So, da packen wir uns jetzt drauf, weil das ist jetzt ein Rahmenteil. Da gehen wir drauf. So. So, damit haben wir die Masse auch dran. Jetzt haben wir alle Kabel, die wir für den Subwoofer brauchen, bereits unter der Rücksitzbank. Das Cinch-Kabel, Remote-Kabel, Minus und Plus und das Steuerkabel von der Fernbedienung. Und das Ganze fahren wir jetzt unten durch Richtung Kofferraum. Dann schauen wir mal rein in den Kofferraum. So, einmal Reserverad und das können wir jetzt alles rausmachen. Das liegt eh bloß hier so drin. Das ist ja ein uralter Hund. Ja, den machen wir raus. Und da passt unser neues Gerät wieder rein. Das können wir drinnen liegen lassen. So, und jetzt müssen wir die Kabel da unten durchziehen. Hier, das liegt tatsächlich alles bloß so hier. Schau mal. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Kabel und tun die da unten durch verlegen. So. So, legen wir es gleich mal rein. Das gute Stück. So, dale. Und jetzt können wir unser Stromkabel hier dran anschließen. Und jetzt holen wir das Cinch-Kabel auch noch rüber. So. Stecken. Und entsprechend dann hier vorlegen mit dem Remote-Kabel. So, und kommt da unten drunter hin, fertig. Und jetzt kommen unsere Stromkabel. Machen wir halt, da werfen wir mal alles zusammen. Gut. Wow, anschließen. Anschließen die. Anschließen so. So, tun wir ein bisschen ablenken. Lassen wir ruhig hier ein bisschen Luft, so viel wir brauchen. Hier haben wir noch unser Kabel für die Fernbedienung. So. Und da würde ich ruhig ein bisschen Luft lassen, dass wir hier eine kleine Schlaufe haben. So, dann können wir einmal das Plus anpassen, einmal das Minus anpassen. Und den Remote können wir dann auch gleich reinmachen. So, dann haben wir eine Ader-Endhülse. Die können wir gleich direkt hier reinmachen. Remote. So, ganz rein. Wunderbar. Ebenfalls. Schauen wir erstmal ganz auf. Rein. Und zu. Gut. Und haben einen netten Schlauch, den wir jetzt bis da hinten durchziehen können. Den legen wir hier ab. So. Und mit dem geschlitzten Schlauch kann man nämlich jetzt auch nachträglich wunderschön
eine Isolierung und einen Schutzmantel drüber machen. So. Können wir nochmal. So. So. Voila. Ja, dann den Deckel wieder drauf. So. Hinten einhängen. Und dann schaut das Ganze so aus. Damit kann man doch leben. Jetzt machen wir bloß nur hier, damit der nicht so umeinander hampeln kann, machen wir hier nur Schaumgummi rein, damit es einfach besser fixiert ist. Mehr machen wir nicht mehr. Und jetzt kann man den Deckel zumachen. Und dann habe ich einen unsichtbaren Subwoofer. Strom ist ja jetzt alles komplett verlegt. Das heißt, jetzt können wir auch unsere Stromversorgung wieder komplettieren, indem wir jetzt die Masse auch am Fahrzeug wieder anschließen und natürlich gescheit festmachen. So. Dann gehen wir mal ans Grundsetting, wie man so einen Subwoofer einstellt. Wir finden ja hier jetzt den Level-Regler, also das Gain. Den können wir bitte am Anfang erstmal auf Minimum drehen. Dann haben wir den Bass-Equalizer von 0 auf 12 dB. Den lassen wir bitte auch am Anfang erstmal bei 0. Die Phase, durch das, dass wir jetzt hier unsere Chinch-Leitung genommen haben, sind wir jetzt auf jeden Fall phasenrichtig bei 0 Phase. Ich kann mir das später mal anhören und einfach mal den 180 Grad Phasenschalter anschließen oder einschalten. Ob der Bass dann ein bisschen präziser klingt, da kann ich es hier noch ausprobieren. So, wir lassen den auf 0. Und von der Frequenz her gehen wir jetzt mal, die kleinste Anzeige ist ja 50 Hertz auf 180 Hertz. 50 Hertz will ich nicht haben, vielleicht ein bisschen mehr. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich drehe den Regler einfach ein bisschen nach oben. So, was wir jetzt hier nicht angeschlossen haben, ist unser High Level In. Das wäre dann, wenn ich ein Originalradio hätte von VW und würde mir den gern drin lassen und ich habe gar keinen Chinch-Ausgang am Radio, dann könnte ich hier mit dem rechten und linken Lautsprecherkanal hier mit Plus und Minus jeweils auf die Pins hier drauf fahren und am Lautsprecherausgang des Autoradios mein Signal holen. Wir haben aber hier unsere Chinch-Leitung und nutzen auch diese. Bevor wir zum Soundcheck kommen, müssen wir jetzt erstmal schauen, ob unser Radio auch funktioniert. Ja, aber da habe ich jetzt keine Bedenken. Jawohl, Radio geht an. Und müssen wir auch gleich mal das Grundsetting hier machen und können jetzt Radio hören. Holen wir mal irgendeinen Sender her. So, Radio funktioniert, können wir gleich ein bisschen was abspeichern. Equalizer, Subwoofer Pegel, den können wir jetzt erstmal aufdrehen ein bisschen. Den kann man hier in dem Fall bis 10, machen wir mal auf 5. Bass Extension und so ein Zeug brauchen wir erstmal gar nicht machen, also gehen wir zurück. So, zu den Einstellungen können wir hier die Audio-Einstellung wählen und da gehen wir jetzt bei den Weichen rein. Und hier können wir dann auch für den Tieftöner die Frequenzweiche einstellen. Die lassen wir in dem Fall aber erstmal relativ weit oben. Und zwar gar keine, weil wir haben ja jetzt die Frequenzweiche am Woofer gesetzt, bei ungefähr 60 bis 80 Hertz, irgendwo dazwischen drin. Und jetzt machen wir einfach mal einen Soundcheck. Parallel zu unserem Autoradio können wir hier über die Remote-Regelung noch die Pegel einstellen vom Subwoofer und auch die entsprechende Übernahmefrequenz bei 40 bis 180 Hertz. Damit können wir jetzt einfach mal auch ganz nach Wunsch und Laune einstellen. Fertig mit Installation. So, ich bin zufrieden. Wir haben hier einen ordentlichen Bass installiert, der zusätzlich zu den Lautsprechern, die original im Fahrzeug verbaut sind. Hier kann man natürlich noch ein bisschen was modifizieren, indem man noch bessere Frontlautsprecher einbaut, beziehungsweise die Originalen erstmal auswechselt. Aber naja, das war es jetzt erstmal im Kundenauftrag. Ich habe euch auf die Reise mitgenommen und mal gezeigt, was man im Passat B6 so alles machen kann. Danke fürs Zuschauen, bis bald, war schön. Ciao.